Der Ralf ist hier, er ist in Saarbrücken. Wir haben Mitte Mai 2024. Wir waren schon ganz lange in Kontakt. Du hast ein Wohnmobil selber gebaut und Ralf, wenn du mal kurz mit mir mitkommst, komm mal mit. Dann gucken wir uns das mal kurz an. Das ist, wer sich so ein bisschen auskennt, war das mal ein Paketzustellungsfahrzeug. Genau, der war früher mal gelb und den habe ich in weiß gewalzt. Und es war ein Paketzusteller und den habe ich komplett umgebaut zum Wohnmobil. Was hast du denn bezahlt da damals für den Nackten? Also der hat mit Euro 5, das ist ein Euro 5 Fahrzeug, hat er ca. 16.000 gekostet. Also 16.000. Du bist schon lange unterwegs mit dem? Jetzt seit 3 Monaten bin ich fertig. Ich habe das Projekt begonnen letzten September. War dann im Januar grob fertig mit dem Wichtigsten und jetzt ist im Prinzip nur noch ein paar Schönheitsdinge zu machen. Du hast ihn gewalzt. Das heißt, im Prinzip gerollt mit der Rolle, oder wie? Genau. Da gibt es spezielle Lacke, die man dazu verwenden kann. Und die verlaufen dann relativ schön. Und es ist halt eine relativ günstige Methode, das zu machen, weil das kann man selber machen. Kann man selber machen. Was ist die Intention? Du hast ja jetzt ein relativ altes Auto. Der tut, was er soll? Der tut, was er soll. Der hat gerade mal 100.000 Kilometer auf der Uhr. Ist jetzt 11 Jahre alt. Ich erwarte, dass das sicherlich noch 10 bis 15 Jahre hält. Und die Intention zum Selberausbau war, ich wollte ein Fahrzeug haben, was mindestens 5 bis 7 Tage vollständig autark, sowohl strom- als auch wasserseitig ist, weil ich relativ viel auf Festivals gehe und da möchte ich mein eigenes Zeug dabei haben. Du bist großer Hardrocker. Wie soll man das beschreiben? Eher Deutschrock. Eher Deutschpunk. Deutschpunk. Ja, habe ich eben schon gehört, das Autoradio war an. Wenn du mir mal ein paar Bands nennst, die du gerne hörst? Die größte Wieso, ZSK, Dritte Wahl, man kennt die. Ich nicht. Das muss ich aber sagen. Aber Die ganz große Vertreter ist Tote Hose und die Ärzte. saugeil. Also das ist das, was die immer hinten draufschreiben. Meist auch etwas jüngere Leute. Das ist das, wo mein Opa mich wahrscheinlich ausgesperrt hätte damals, oder? Genau, so sieht's aus. Aber das ist richtig geil, oder? Ja, natürlich. Und ich gebe 4 bis 5 Festivals im Jahr und dort möchte ich einfach unabhängig sein. Ich will meine eigene Toilette dabei haben. Man möchte inzwischen doch einigermaßen Komfort haben, wenn man irgendwo so hingeht. Baujahr von dir? Ich bin 1971. 71, also minus 3 Jahre von mir. Du bist jetzt 53. Siehst du, habe ich gesehen. Ich bin autark. Wenn keine Sonne scheint, lade ich mich an einer E-Ladesäule auf. Das Besondere ist, du hast einen Ladeadapter entwickelt für eine Typ 2 Ladesäule. Hier vorne ist eine dran. Also die ist von uns. Da könntest du jetzt laden. Jawohl, ich könnte mich einfach anschließen, könnte laden. In 1,5 Stunden bin ich für 2 bis 3 Tage voll. An jeder Typ 2. An jeder Typ 2. Das ist ja cool. Das heißt, du lädst auf. Was hast du denn da eingebaut, dass es so lange hält? Ich habe Lithium-Ionen-Akkus drin, insgesamt 7 Kilowattstunden und einen Wechselrichter mit 5 kW. Das heißt, ich kann drinnen auch einen Kaffeevollautomat betreiben. Ich habe kein Gas in dem Fahrzeug, ich mache alles elektrisch. Das heißt, ich habe einen warmen Wasserboiler mit 2 Kilowatt. Der hat 10 Liter drin zum Duschen. Klimaanlage sieht man hinten angebaut. Habe ich eine konventionelle Klimaanlage. Ja, die ist auch entsprechend günstig. Die macht Dampf, oder? Die macht Dampf, die hat 2000 Watt circa. Also die reicht vollkommen aus. Sag mal, das fängt ja an, sich alles hier zu bewegen. Und ich weiß, dass so entsprechende Klimaleitungen, die werden ja starr. Das ist kein Problem, das ist dicht. Das Stich, das sind Kupferleitungen, die leichte Vibrationen, die entstehen, kann man abgleichen, weil ich die komplett in Schaumstoff eingepackt habe, sodass sie nirgends hart anschlagen. Das funktioniert. Funktioniert. Da vorne ist eine Rückfahrkamera, die war schon drin? Die oberste Originale, die ist leider kaputt. Ich muss sie ersetzen durch die kleine hier. So. Die tut auch, was sie soll. Die macht auch, was sie soll. Okay, so, wir gehen mal kurz aus dem Weg. Die Kollegen kommen. Dann ist ein Boot hinten dran, das ist sehr schnell, 90 km/h. Jawohl, das hat 175 PS, ist ein Checkmate, ein amerikanisches, hat allerdings jetzt schon 58 Jahre auf dem Buckel. Man sieht auch inzwischen, dass es sehr leiden musste in letzter Zeit. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg, ein neues zu kaufen. So, Ihr Spezialist für autarke Wohnmobile, Womo-Laden, ist das dein Laden? Das ist mein Laden, den habe ich aber im Zuge des Ausbaus von dem Fahrzeug erst eröffnet, will ich mal sagen, weil ich unheimlich viel positives Feedback bekommen habe, dass die Stromversorgung hervorragend funktioniert und deshalb biete ich die im Prinzip vollständig an.
So, jetzt hast du das ganze Ding selber gebaut. Als der kam, da waren ja wahrscheinlich noch die Regale drin. Hinten war eine Tür drin, nehme ich an, oder? Jawohl, die Tür habe ich aus Gewichtsgründen ausgebaut, weil die wiegt ca. 60 bis 70 Kilogramm. Habe ich durch eine Leichtbauplatte ersetzt und die Regale ausgebaut. Ist eine furchtbare Arbeit. Ich wusste gar nicht, wie gut man Regale verbauen kann. Also ich habe allein 16 Stunden benötigt, um die Regale auszubauen. Du bist Handwerker. Nein, ich bin Ingenieur, eigentlich vom Beruf Lehrer an der Berufsschule und unterrichte Fertigungstechnik und Elektrotechnik. Also, das heißt, du kennst dich aus mit Strom. Das bedeutet, R ist gleich R mit U und I ist klar. U mal I. Ja. Das war Spaß. Die alte, wie nennt man die noch, die Formel? URI. Ohmsches Gesetz. Ohmsches Gesetz, genau, so ist es. R in Ohm, Genau. F in Farad. Nee, das war nochmal der. Da U- verwechselt man einiges. U ist die Spannung. U ist die Spannung, Ja, jawohl. und I ist der Strom. Genau. Und ich habe hier drin 220 Volt, 5 kW. Ich habe hier drin Leistung. Im Prinzip, dass man alles parallel betreiben kann. Ich habe Ceran-Kochfeld, ich habe Boiler, ich habe Klimaanlage. Alles läuft im Prinzip über die gesamte Stromversorgung. Und auf dem Dach sieht man auch noch schön, das ist 1 Kilowatt Solarplatte. 1 Kilowatt 1 Kilowatt, das sind 4 Solarplatten, A 250 Watt. Haushaltsplatten. Haushaltsplatte, auch zugelassen, eingetragen durch den TÜV. Weil ich eben ein paar Besonderheiten in meiner Elektrik drin habe, dass man nur CE-Geräte braucht. Man braucht keine Geräte mit E-Prüfzeichen. Okay, das heißt, die werden während der Fahrt nicht betrieben. Genau. Okay, verstehe. Also das ist verstanden. Das heißt, wenn sie während der Fahrt betrieben werden, dann brauchen sie auch noch ein E-Kennzeichen. Genau. Das ist irgendwie so eine Norm. Aber wie die genau funktioniert, das werden wir dann sehen. Ist der groß genug für dich? Ja, der ist vollkommen ausreichend für 2 Personen. So, da vorne ist eine Garderobe, unschwer zu erkennen. Oben hast du Licht mit drin. Das Wie lange? Originallicht habe ich drin lassen, das ist die 12 Volt Originallicht. Ich wollte das Fahrzeug völlig unverändert lassen. Ich habe keine Verbindung mit irgendetwas mit dem Fahrzeug, sondern der Aufbau hin ist komplett in sich geschlossen. Das Fahrzeug ist unberührt. Das heißt, du könntest theoretisch, wenn du Strom hättest, auch heizen mit der Klimaanlage, oder? Ja, natürlich mache ich auch. Wobei ich habe zur Not noch, also für Wintercamping wird es zu knapp, außer man ist am Strom angeschlossen, dann geht es. Aber im Wintercamping geht es natürlich nicht mehr. Dort hatte ich noch eine Dieselstandheizung. So, Gasland-Chef, ist das jetzt ein Gas oder ein... Nein, alles Strom. Alles Strom. Ich habe überhaupt keine Gasflasche hier drin. Das ist ein ganz normal klassisches Ceran-Kochfeld, wie man es aus der Küche kennt, nur halt 2 Platten. Funktioniert ganz normal. Hier habe ich einen Backofen dran mit Mikrowelle. Was ich total cool finde, ist deine pragmatische Sichtweise auf viele Dinge. Wenn man so auf Festivals fährst, dann weißt du ja selber, da geht es mal drunter und drüber, was die Wege angeht. Da ist man auch schon mal komplett eingeregnet, kommt vielleicht nicht mehr raus. Und da muss man natürlich Schränke haben, die man auch gut sichern kann. Die Optik ist da nicht so wichtig, es muss funktionieren. Genau. Aber ich finde die Optik trotzdem cool. Ne, ich finde das irgendwie eine elegante Lösung. Das hält, das öffnet sich nicht. Und das muss ich eben nur einmal aufmachen. Und dann ist es im Prinzip, solange ich im Urlaub bin, geöffnet. Genauso hier unten habe ich noch eine pragmatischere Lösung. Die werden einfach verriegelt untereinander. Und ansonsten sind das ganz normale, klassische Küchenschränke. Sag mal, was hast du denn investiert in alles? Insgesamt habe ich ca. 8.000 € für den Innenausbau benötigt. Wobei das sich von der Kostenseite auf 5 Hauptkomponenten eigentlich reduziert. Das ist wahrscheinlich hier die Klimaanlage, 500, 600 Euro. Ja, Klimaanlage 500, 600 €, der Backofen kostet um die 600 €. Dann die Toilette habe ich auch was Besonderes drin, zeige ich nachher noch. Ja, Die kostet 900 €. Und dann natürlich die Elektrik, wo ich unten eingebaut habe. Ist der jetzt auch wintertauglich? Er ist komplett isoliert. Das Einzige, was ich nicht isoliert habe, war der Boden. Ja. Das war aber gezielt gemacht, weil beim Boden, wenn man den isoliert, muss man noch einen kompletten Aufbau machen und dann kriegt man zu viel Gewicht rein. Okay, das heißt, du hast dir vorher Gedanken gemacht, wie du was legst, oder gibt es Leerrohre? Da kannst du nachziehen. Ich habe kompletten Kabelbaum drin im gesamten Fahrzeug. Das war alles vorgeplant. Der Kabelbaum ist auch Industriestandard umwickelt mit Scheuerschutz und der ist im Prinzip hier drin komplett verdeckt. Und die Heizung, wie geht das nochmal? Heizung ganz normal, Über die Klimaanlage. Wird über die Klimaanlage. 2, 3 Tage. Kein Problem. Okay, super. Das heißt, du lädst dann auf. Genau. Dann ist hier eine ganz normale Kaffeemaschine. Philips. Vollautomat.
Vollautomat, da schmeckt der Kaffee auch ganz gut. Genau. Das ist der Boiler, ein ganz normaler Boiler, 230 Volt, kriegst du ja günstig. Genau, hat 70 Euro kostet. 70 Euro. Dann auch hier das Spülfeld, ein ganz normales Spülfeld. Genau. Ich habe eine Hochdruckanlage, also mit 2 Bar und 10 Liter die Minute wird das gesamte System hier versorgt. So, was ist hier drunter eigentlich? Hier drunter ist jetzt der Frischwassertank und der Abwassertank. Also hinten ist Abwasser, vorne ist Frischwasser, jeweils 200 bis 250 Liter. Und hier ist der Fäkalientank mit 80 Liter. Da geht die Toilette direkt rein. Du hast einen Fäkaltank in dem Auto. Genau. Das ich ist ja habe geil. im Prinzip eine komplette Bootstoilette hier eingebaut, wie es klassischerweise auf dem Boot ist. Der Vorteil ist, ich kann sie ohne Chemie fahren, was mir eigentlich wichtig war. Also ich brauche nicht das Blue, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Ja. Das benötige ich nicht, sondern ich habe hier im Prinzip eine Entlüftung nach oben raus und habe außer einen Rüssel zum Entleeren und den kann ich ganz normal über die Wohnmobilplätze entleeren. So, ich mache mal gerade mein Handy mal aus. Das habe ich vergessen. So, sag mal, Kühlung. Kühlschrank, hast du? Jawohl. Das heißt, du könntest theoretisch auch kühlen, kannst heizen. Ich habe einen richtigen Kühlschrank, ganz normal klassisch, wie man im Haus hat. Was ist denn das für ein Bier? Ja, Wulle, von uns unten. Schmeckt gut. Fürstenberg auch. Du kommst, woher kommst du? Schwarzwald. Mittelschwarzwald, Unterkannach, kleines Dorf bei Villingen-Schwenningen. Wann hat denn das angefangen mit der Musikrichtung bei dir? Schon als Kind? Ich habe schon selber Festivals veranstaltet in dem Bereich. Also eigentlich schon immer. Ich weiß nicht, wann ich mal andere Musik gehört habe. Der Zopf ist ja gut? Ja, ist lecker. Das sind natürlich viele Kalorien. Soll ich mal gucken? Warte, ich guck mal. Keine Ahnung, was der hat. Ja, ich guck der mal. wird jetzt 7 Tage reicher, weil ich bin so lange unterwegs. Ich guck mal für dich. Also der hat 100 Gramm, 300 Kalorien, der hat 500 Gramm. Das sind 1500 Kalorien. Genau, und das verteile ich auf 5 Tage, dann habe ich am Tag gerade mal 200 Kalorien. Genau, also 5 Tage. Also ich würde den abends mir reinziehen. Du bist ganz normaler Typ hier. Du hast hier die Ringsalami, die Möhren, auch doch Bio. Hast du Bio genommen. Das Blöde an den Bio-Möhren ist, die faulen schneller. Das ist vielleicht, aber dafür schmecken sie besser. Die Biomöhre ist das Knabberzeug für den Abend. Weil das habe ich mir abgewöhnt, nach 8 Uhr noch etwas zu essen. So, Bio-Nudelsauce, alles klar, verstanden. Ein Bier nach 8, geht das? Das geht immer. Das geht immer, okay. So, machen wir mal zu. Das ist ein ganz normaler Haushaltskühlschrank von Bosch. Korrekt. Auch der, sag mal, wenn du jetzt lädst, 1,5 Stunden, was machst du denn in der Zeit? Guckst du da irgendwie, ach, du darfst ja überall stehen, du hast ja ein E-Mobil. Nein, ich habe kein E-Mobil. Ich habe einen ganz normalen Diesel. Das heißt, ich habe kein E-Kennzeichen. Das Parken an sich an der E-Ladesäule wäre eigentlich inkorrekt. Das darf man eigentlich nicht ohne das E-Zeichen. Aber wenn ich nicht gerade Berliner Innenstadt irgendwo parke und dort Parkplätze belege, glaube ich. Also ich Ist ja nie immer frei. Also ich habe ja bei allen Ladesäulen. Hast du da eine Ladekarte mittlerweile schon? Oder ist da so eine Ladekarte oder nimmst du EC-Karte oder Kreditkarte? EC-Karte, PayPal, was angeboten wird. Es geht ja gerade mal 1,5 Stunden, dann bin ich wieder weg. Ich war jetzt an Ostern war ich in Innsbruck unten. Dort war relativ schlechtes Wetter. Dort habe ich dann im Prinzip einen Parkplatz neben der E-Ladesäule geparkt und habe dann immer wieder das Kabel rübergezogen. Also 1,5 Stunden. Der lädt während der Fahrt auch auf? Booster? Nein, das geht ja genau nicht, wenn man das gesamte System abstellt während der Fahrt, dann kann ich es ja nicht laden. Auf das habe ich ausdrücklich verzichtet und ich wollte keine Verbindung von Auto zu dem Aufbau. Ah, okay, der ist komplett autark. Der ist komplett autark, der hat nichts mit dem Auto zu tun. Okay, das Solar geht während der Fahrt auch nicht, das Laden. Das geht auch nicht. Okay. Natürlich, wenn ich mich außerhalb der EU befinde und die Regeln nicht gelten, weiß ich, wie man es überbrückt. Ich habe schon verstanden. Okay, das ist sehr schön. Sag mal, hier drunter ist Stauraum, oder? Ja, hier ist Stauraum. Ich kann hier das Bett nach oben fahren. Da können wir sehen. Mach mal. Bist du Surfer? Weil die surfen ja alle so Leute. Ja, fand es schön, passt dazu. Würde gehen. Ein Surfbrett, oder? Hier unten ist ein Schalter. Ja. Wie ein Schalter. Hier habe ich einen Schalter. Er wird sich verarschen. Ist das ein Hubbett? Das ist ein Hubbett. Das ist ein Hubbett? Komplettes Hubbett, ja. Ich kann hier komplett hochfahren, weil ich wollte noch Sitzplätze haben. Das ist ein Hubbett? Ja. Und ganz pragmatisch gelöst. Ein Rollladenantrieb fährt das ganze Bett hoch. Für wie viel Euro? 70 Euro. Das ist 70 Euro. Genau. Wenn wir hier nach unten gehen. Ja. Jetzt können wir Bier trinken. Ich trinke ja nichts mehr seit normalerweise, wenn ich Matratze auf Seite tue, komme ich noch 20 cm höher. Aber geht? Du kannst hier schon chillen? Genau. So, beschreib mal, wie das geht. Das ist der Rollladenmotor. Das ist ein Rollladenmotor, ganz normaler. Hier habe ich Seile gespannt, die gehen auf Umlenkrolle. Die laufen hier in Umlenkrolle und gehen hier in die Führungsschiene, laufen ein Rädle.
wo es hochläuft. Ein Rädle. Warte mal, Kleines Rädle. ich zeig mal hier so ein Rädle. Genau. Das ist ja geil. Ganz einfach gelöst. Ja. Und funktioniert. Funktioniert. Einwandfrei. Sag mal, die Rollladenmotoren, die sind ja unglaublich stark. Die haben Selbstabschaltung, also besser geht's nicht. Genau. Das ist die Dinger und die haben die komplette Elektrik mit dabei. Das heißt, ich muss hier nichts neu erfinden. Ich kaufe mir ganz normale Schalter, ich kaufe den Rollladeantrieb, mache ihn fest, habe Seil zweimal rumgewickelt, damit es hält, festgeklebt, fertig. Unheimlich einfach. Und du kamst direkt auf die Idee oder hast du es irgendwo gesehen? Ich hab viele Varianten angeschaut, aus Bett seitlich wegklappe und ich fand das einfach die beste Lösung. Warte, wenn du mal da sitzen bleibst, bleib mal da sitzen. Ich filme dich mal gerade, dass man mal sieht. Also du hast volle Stehhöhe, das Bett ging auch noch ein bisschen höher. Oben drüber ist das Hubbett. Ich müsste jetzt nur die Matratze leicht nach innen schieben, dass sie an die Schränke nicht anschlägt. Dann hätte ich hier 20 cm mehr, aber es reicht jetzt schon zum Sitzen. Was ist hier drunter unter dem? Also hier auf dieser Seite ist die komplette Elektrik. Oh, wie geil. Hier haben wir jetzt die Lithium-Ionen-Akkus. Wechselrichter 5 kW. 48 Volt, was hast du da? 48 Volt System, sonst gehen die auf 5 kW, nehme ich, Ja. weil die Stromstärke so groß wäre. Und man sieht hier unten schlecht, ich könnte gerade was Muster holen. Und du hast jetzt, wenn du 12 Volt brauchst, gehst du von 48 Volt über DC-DC oder Genau, wie? ich habe hier Netzteil auf 12 Volt runter und auf 24 Volt. Das heißt, ich habe alle möglichen Spannungen hier, weil ich habe hier auch eine komplette SPS verbaut, die das Ganze steuert. Von wem? Von Siemens. Von Siemens. Siemens SPS ist drin. Die große oder was? Nee, die kleine, die Logo. Kleine, die Logo. Die Logo. Wobei ich hier natürlich das Wohnmobil hier steuere ich komplett auch alle Lichter über die SPS. Ja, bietet sich ja an. Die Logo ist Hammer. Ist die bei euch in der Ausbildung in der Berufsschule auch? Ja, die bilde ich sogar aus. Also die Lehrlinge Industriemechaniker, drittes Lehrjahr lernen das. Okay, die Logo ist auch nicht teuer. Also das ist. Die kostet um die 100, 150 Euro eine. Braucht noch ein bisschen Equipment drumherum, aber ist relativ einfach. Sag mal, das Siemens-Zeug ist ja fast unkaputtbar. Man könnte mit einer Logo fast eine Ampel steuern, ne? Ich steuere mein komplettes Haus mit der Logo zu Hause. Also ich habe sogar die Heizung, ich hab die gleiche Anlage bei mir im Haus drin. Und das Schlimme ist, sie funktioniert. Du brauchst Genau. noch nicht mal eine Redundante. Also da kann es heiß sein, kalt sein. Die geht. Die bootet in Genau. 10 Sekunden, glaube ich. Also wenn du, oder? Ja, absolut. Also die ist sofort da. Die ist sofort da. 3, 4, 5 Sekunden, dann ist sie da. Ja. Genau. Also das merke ich im Prinzip gar nicht. Eben wenn ich die Anlage hier abschalte und die in Betrieb nehme, geht es 5 Sekunden, dann läuft im Prinzip die gesamte Anlage hier. Und hier, was ist hier drin? Ach, die Dieselheizung. Genau, und Dieselstandheizung, also nur eine Notheizung. Im Normalfall brauche ich die nicht. Der Tank, wo ist der draußen? Der Originaltank vom Fahrzeug. Ach, vom Fahrzeug, da nimmst du es raus. Ja, klar, Okay. dann nehme ich es raus, dann brauche ich ja sonst mal extra Tanke. Okay, verstehe. Das heißt, das ist, die kostet so 200 Euro. Was kostet die? Größenordnung in der. Ja, in der also ungefähr 200 Euro. Kommt aus der Volksrepublik China meistens und Genau. funktioniert. Genau. Was ist hier drunter? Hier drunter ist ganz normal Stauraum. Ja. Also hier habe ich noch einen Tisch, wo ich hier hinstellen kann. Matte, dann habe ich vorne ein komplettes Vorzelt drauf, 5 Meter. Wasserdicht, kann ich vorne einklinken, können wir vielleicht noch mal anschauen. Hier sieht man noch die Tanks vielleicht, ist vielleicht interessant. Das sind die Tanks. Das ist der Frischwassertank und hier habe ich den Hochwassertank. Ein Serientank oder wurde der angefertigt? Nee, das war ein Serietank, war aber schwer am Kämpfen, bis ich was Passendes gefunden habe. Okay, so. Jetzt kommt das Spannende, denn für mich ist ja ein Wohnmobil nur ein Wohnmobil. Jetzt kriege ich wieder Schelte, wenn man auch drin duschen kann. Deine Scheibe ist kaputt vorne. Habe ich vor 3 Wochen einen Steinschlag bekommen. Ja. Aber ich fahre noch bis zum nächsten TÜV. Gott, so und da ist der Sprinter Automatik. Ist Automatik, ja, 4-Gang Automatik. Sag mal, damals waren die noch richtig gut, oder? Nee, der hat einen 2,2 Liter Dieselmotor mit einem Turbolader. Klar, hat nur 106 PS, ist ein bisschen schwach auf der Brust, aber man hat ja Urlaub. Und ansonsten vorne im Cockpit habe ich eigentlich nur umgebaut das Radio. Das ist ein ganz normales Radio, was es für den Sprinter gibt, aus eBay. Und darf man das sagen, weiß nicht. Ja, kannst du das, klar, kannst du sagen. eBay, ganz normales Radio. Und Beifahrersitz ist ja im Original nur ein Notsitz. Dort habe ich einen normalen Beifahrersitz gekauft. Okay. Man Das ist könnte ja aber auch eine Doppelsitzbank einbauen, das geht auch. Ein DHL-Auto gehört ja zur Deutschen Post AG. Genau. Und ja, das ist die Dusche. Da auch wieder serienmäßig. Oben wird sie gelockt. Genau. Ich bin meinem Konzept treu geblieben. Ich finde, das
funktioniert hervorragend. Also was ich cool finde, hier vorne kann ruhig einer einbrechen, der hat keine Chance, denn die Tür, die du eingebaut hast, mach die mal zu. Das ist die Originaltür. Das ist die Originaltür. Die ist so massiv, Genau. dass du erstmal nicht reinkommst. Genau, und sagen wir, ich habe dadurch bin ich auch dunkel, habe mich abgeschirmt von vorne. Das heißt, ich muss vorne auch nichts reinmachen, dass ich es hier hinten dunkel habe. Und ich kann hier im Prinzip überall übernachten. Mich sieht eigentlich keiner, weil ich hier alles verdunkeln kann. DHL, okay. So, jetzt. Tada. Ach, du hast einen Thron, einen richtigen Thron. Ich habe einen Thron, genau, weil unter dem Thron ist eine Hebeanlage, weil ich ja das komplette Wasser, sowohl vom Duscher als auch vom WC, hochpumpen muss in meine Behälter, weil ich die Behälter im Fahrzeug haben wollte, wegen Wintercamping, dass nichts eingefriert. Hier oben ist ein Waschbecken, Porzellan selbstverständlich, und die Toilette ist auch Porzellan. Die hat eine Schredderpumpe drin, und also ein Häcksler. Und Hersteller von Emissi? Jabsco. Ich weiß es jetzt gar nicht. Sieht Aber aus es ist wie- ganz normale Marke Ware. Das ist eigentlich für normale Häuser gedacht. Das ist so eine, die man einbaut, wenn man nur eine ganz normale Abwasserleitung hat, eine Entsorgungsleitung und keinen Kanal. Ja, oder wenn der Kanal zu weit oben ist, dann pumpt man im Prinzip hoch in den Kanal. Okay, verstehe. Aber die gleiche gibt es auch im Prinzip im Bootszubehör, nur dort kostet sie wieder mehr. Was hast du bezahlt für die? 600 €. Also 600 € mit der Hebeeinrichtung. Mit Hebeeinrichtung. Die ist dabei. Genau. Also die machst du an, die ist zu hören, glaube ich, die Hebeeinrichtung, wenn du Ja, oder ich kann jetzt einfach mal spülen. Ja, spül mal. Es gibt 2 Spülgänge. Der kleine braucht jetzt hier gerade Wasserpumpe, wie sie Wasser pumpt. Also ganz normal Spülprogramm, 1,5 Liter Wasser verbrauche ich pro Spülgang. Sag mal, hinten die Zellen, die Lithiumzellen, die kommen aus der Solartechnik, oder? Ja. Jetzt hört man im Prinzip die Schredderpumpe. So, das ist die Schredderpumpe. Ist ja leise. Ja. Ja. Stört eigentlich gar nicht. Wie cool. Und das Tankvolumen, wie lange bist du unterwegs alleine? Also mit 80 Liter, ich habe im Prinzip 1,5 Liter beim kleinen Geschäft und 3 Liter beim großen. Das heißt, 5 bis 7 Tage kann ich problemlos irgendwo stellen. Wie lange hast du denn gebraucht für den Einbau? Weil du musst ja auch die ganzen Löcher schneiden für die Fenster und alles. Also insgesamt war es 500 Stunden. 500. 500 Stunden. 500 Stunden. Stundensatz von dir 100 €, 50.000 €. Ja, wenn man so rechnet. Oder 500 Stunden Freude. Freude. Ist das denn belastend für dich? Weil du willst ja irgendwann mal fertig werden. 500 Stunden, lass mal überlegen, das sind in Tagen. Wie lang ist dein Tag, wenn du baust? 10 Stunden? Ja, bin ich schon dran. 10 Stunden, also 50 Tage hast du gebaut. Wochenenden ungefähr ein Jahr. Nee, ein halbes Jahr. Na, ich war 4 Monate dran. 4 Monate. 4 Monate war ich fertig. Und danach war es auch gut, dass fertig war. Oder? Ja, die 4 Monate habe ich Gas gegeben. Hast du Gas gegeben, weil irgendwann will man ja, dass es mal fertig ist. Wenn du mal so lieb ist, dass du nochmal runterfährst, das Bett. Das ist, ja, ich mag das mit diesem, alles so pragmatisch gelöst. Genau. Ich wollte ja nicht viel Geld ausgeben. Deshalb habe ich eben versucht, alles in Standardkomponente reinzukommen. Und da war die wichtigste Maßnahme, dass ich keine E-Prüfzeichen brauche auf alle Geräte. Bist du Schwabe? Nein, aber knapp neben der Grenze, es färbt ab. Ah, okay. Aber das Ziel war, was wirklich Stabiles zu bauen, mit Haushaltskomponenten, keine 350.000 € auszugeben. Gut, die Optik, da wird jetzt einer sagen, hier vorne, da hättest du ja mal hier die Kante. Man merkt, dass du kein Holzbauer bist, sondern Elektriker. Genau. Das ist aber, ganz ehrlich, Deshalb bin ich auf normal. Ja, da möchte ich noch verkleidet, da bin ich noch nicht fertig. ja, aber Das ganz ehrlich, das hat doch was. Also Ja, klar. das hast du selber gebaut mit deinen eigenen Händen. Genau. Jetzt ist es ja so, jetzt baust du das ein und dann fängt das Ding an zu wackeln und zu scheppern und zu machen. Ist denn irgendwas mal runtergekommen oder ist es so fest? Nee, das ist eigentlich so fest. Das ist alles ineinander verschraubt. Hier habe ich komplette Holzgestelle drunter. Das heißt, hier sind richtige Balken, weil ich natürlich auch das so stabil ausführen müsste, dass wenn ich eine Vollbremsung mache, dass mir keine 250 Liter Wasser nach vorne fliege. Also das ist hier, man sieht auch hier sieht man so einen Balken. Und was hat der TÜV gesagt? TÜV war absolut problemlos. War am Anfang nur eine scharfe Kante hinter an der Klimaanlage, musste ich was abdecken. Ansonsten waren wir uns eigentlich relativ schnell einig.
Einig. Cool. Das heißt, in der Garage stand ein Kasten Bier von dem. Na, das habe ich nicht gebraucht. Das ging so. Nee, es ist ja im Prinzip auch alles korrekt. Nein, ich finde das so geil, dass du darauf Wert legst. Viele würden sagen, ist mir scheißegal, ich baue da ein, was ich will. Aber es geht ja auch darum, sollte jetzt irgendwas passieren, alles TÜV abgenommen, alles auch zulässig, weil es eben nicht während der Fahrt betrieben wird. Die Solarplatte sind in der Papiere eingetragen. Die Klimaanlage ist sogar in der Papiere eingetragen, weil das Fahrzeug dadurch natürlich länger Woche ist. Ja. Und das ist alles dokumentiert. Und mir hatte auch schon, also mein Junior war schon mal Wochenende unterwegs in Amsterdam. Vorname? Robin. Der Robin. Hat er Spaß gehabt? Ja, natürlich. Wie geil. Und er war in Niederlande, kam in die Großkontrolle rein. Ja. Und die haben also eine Stunde lang das Wohnmobil kontrolliert. Der war zu jung, das war so ein Ja, Problem. der war zu jung und Holland ist ja verrucht in manche Richtungen. Ja, jetzt ist ja eh egal. Genau, jetzt ist es egal, aber da war eben, und da wurde das Prinzip komplett durchkontrolliert und die waren auch einverstanden. Also durchkontrolliert, die haben sich alles angeguckt, was er eingebaut Die hat. sind mit der Leiter aufs Dach. Ja. So genau haben sie nachgeguckt. Motor. Ach, die wollten gucken, ob irgendwas vielleicht Die haben geguckt, ob was dabei ist, was man nicht haben darf. was dabei ist. Okay, Genau, verstanden. das hat er aber nicht, von dem her war das alles gut. Sag mal, darf ich mal in so einen Schrank reingucken, hier oben? Dass man mal sieht, also da ist ein ganzes Zeug drin, aber die Verschraubung, auch der ist mit der Wand verbunden Der natürlich, ist oder? komplett mit der Wand und mit der Decke verbunden. Ich habe hier im Prinzip an der Wände und an der Decke überall Latte und mit Styropor isoliert. Styropor. Mit Styropor. Das sind 24 mm Styropor. Und man sieht immer hier schnell Latte, hier schnell Latte. Das sind immer Latte im Prinzip exakt auf 60er Breite, damit die Styropor nicht schneiden muss. Gibt es ein Handbuch zu dem Wohnmobil? Hast du eine Dokumentation erstellt? In meinem Kopf eine ganz große. Okay, das Nein, heißt, also für die Elektrik gibt es eine komplette Handbuch. Ich kann auch mal zeigen, wie die im Sag mal. Original aussieht. ja, ich will das mal sehen, weil wenn so ein Berufsschullehrer nämlich was baut, der auch Ingenieur Also ist, wenn ich eine ganz normale Elektrik haben will bei mir, bekommt man so eine Kiste mit lauter Stecker dran. ach, das bietest du auch an? Das biete ich auch an. Ja. Das ist so eine Breakout-Box Genau, quasi. Genau. Hier habe ich zum Beispiel das Ladeadapter. Das Typ 2 Typ auf 2, genau. Ganz normal Typ 2. Und Typ das 2 auf Gardena. Und das brauche ich dann nur hier anstecken und dann funktioniert das. So, das heißt, der Typ 2, der kann jetzt, wie viel Ampere sind das da? Das sind 3x16, ne? Ja, ich gehe nur einphasig raus. Ich kann Okay. mit 7, 8 kW kann man laden, Größenordnung. Also das geht relativ schnell. Und der Vorteil ist auch, während dem Ladevorgang habe ich natürlich auch Strom für alle Verbraucher. Das heißt, wenn ich am Lade bin, mache ich natürlich mein Wasser warm gleichzeitig, koche meine Nudeln und tue meinen Kuchen backen. Das heißt, alles, was Strom braucht, mache ich während dem Ladevorgang. Das geht alles on top. Und hole Also nochmal, du gehst einphasig rein mit 230 Volt und 7 Ampere ungefähr. Ja, 7, 8 Ampere. 7, 8 Ampere, das heißt, da fliegt doch die Sicherung nicht direkt raus, wenn du auf irgendeinem Alles Campingplatz klar. bist. Nein, auf dem Campingplatz sieht es anders aus. Auf dem Campingplatz gehe ich über die blaue Dose rein, dort gehe ich nur mit 3 Ampere rein. Mit 3 Ampere. Okay, Genau, da weil dauert es halt. Da geht er eh meistens. Da hast du ja Ampere. Zeit. Ja. Genau, und da bin ich ja bei 3 Ampere, wenn ich den ganzen Tag lade, und ich lade ja permanent. Ja. Dann spielt es auch keine Rolle, wenn die Klimaanlage läuft. Ja. Genau. Gut, 3 Ampere sind auch 700 Watt. Das Genau. heißt, die Klimaanlage läuft dann auch. Genau. Und das läuft alles. Ich kann während dem Laden mit 3 Ampere kann ich einen Kaffeeautomat mit 2000 Watt laufen lassen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dazwischen zu buffern und kannst so viel entnehmen, wie du willst. Wahrscheinlich Genau. mit 16 Ampere, was halt die Sicherung hergibt. Ja, ich kann insgesamt mit 25 Ampere, also ich habe 2x16, insgesamt 25 abgesichert mit FI-Schalter. Und da kann ich im Prinzip ziehen, so viel ich will, egal was von außen reinkommt. Das ist ja cool. Also, ich zeige das mal. Das ist die Breakout-Box. Genau. Sowas Ähnliches gibt es auch in Kabeltrommeln, muss man sagen, aber ohne die Sicherungsautomaten. Ja, aber hier ist jetzt natürlich auch wieder eine SPS drin. Genau, die das Ganze stört, weil ich muss ja das ganze Protokoll erfüllen, damit ich das Lade überhaupt ermögliche. Ach, das emuliert praktisch so einen Stecker. Genau, dann habe ich den Anschluss an den Wechselrichter. Dann habe ich noch den Anschluss an die CEE-Dose draußen und dann noch Anschluss an die Solarpaneele. Das heißt, hier wird alles nur gesteckt und entnehme durch mein hier. Das heißt, der Kunde muss nichts aufschrauben, sondern er kann sich überall alles nur stecken und das ist ganz einfach. Und hier ist noch der Stecker, um ans Auto anzuschließen, weil ich brauche vom Autoradio das Dauerplus und das Signal, dass das Auto an ist. Achso, Abschaltung. Für die Abschaltung, das stecke ich hier an. Das ist das Einzige, was ich verdrahten muss. Alles Also bedeutet, sobald du fährst, kriegst du hier, ich glaube, Klemme 15 oder was ist das? Genau. Genau, kriegst du dann und dann
weiß der, okay, jetzt liegt hier Spannung an, die SPS sagt dann, okay, alles abschalten. Genau. Ist da jetzt ein Schütz drin oder wie läuft das? Nee, das sind also elektronische Schütze sind da drin. Okay. Das heißt, die schalten das ab. Die schalten. Ist ja heute alles elektronisch. Ist ja kein Genau. Relais mehr, sowas hat man nicht mehr. Genau. Ja. Ist auch wenn ich mit Relais arbeite, die haben viel zu hohe Ströme, Ja. wo die brauche. Und dann würde ich ja im Prinzip alles leer machen. Genau, Okay. der Blindstrom. Genau, Blindstrom. Auch der Grundverbrauch, wenn die Anlage nicht läuft, sind gerade mal 15 Watt. Das 15 Watt für alles. 15, also wenn ich alles aus habe, dann braucht die Anlage für sich selber Standby 15 Watt. Ja, komm mal mit. Also ich bin hochgradig beeindruckt von der Lösung, die du hast. Klar, jetzt wird es da viele geben, aber wie kann man sowas nur rollen? Ganz ehrlich, ich glaube, das ist dir ziemlich scheißegal. Es muss funktionieren, es muss technisch in Ordnung sein, es muss durch den TÜV gehen, es muss dir gefallen. Genau. Und man muss auch sehen, dieses Auto lackieren liege ich bei 3.000 bis 4.000 Euro. Ja. Und wenn ich es rollt, habe ich 200 Euro für den Lack gezahlt. Cool, und es hält genauso. Und es hält genauso, es ist genauso weiß. Wenn ich in den Urlaub fahre, ich gebe lieber die 3.000 Euro für einen schönen Urlaub aus, als dass hier ein Lack drauf ist für 3.000 Euro. Die Reaktionen, zähl mal. Wow, unglaublich. Also, Also auf dem Platz, stehst du schon mal auf dem Platz? ja. Also nee, ich stehe meistens ja autark irgendwo. Also ich werde eigentlich generell angesprochen, wenn ich außer beim E-Lade bin, werde ich angesprochen, was ich da mache. Wieso ich mit dem Wohnmobil an der E-Ladesäule stehe. Also das ist schon extrem, was da an Feedback kommt. Und auch ich habe eben einen kleinen Facebook- und einen Instagram-Account dazu, wo ich den ganzen Umbau dokumentiert habe. Name von dem? DHL Sprinter zum Camper, jeweils mit dem Unterstrich dazwischen. Also DHL Sprinter zum Camper. Ich schreibe es euch in die, wie nennt man das, Shownotes, Neudeutsch, also in die Videobeschreibung rein. Ja, gebt ihm bitte einen Daumen hoch. Ja, wir haben lange telefoniert. Ich bin ja viel unterwegs, hast du gemerkt, gell? Ja, So, dann hast du gesagt, ich komme jetzt vorbei. genau. So, also, wollen wir noch ein bisschen Werbung machen für dich? Kann ich noch wegen Abwasser zeigen? Ja, zeig mal. Das ist ja cool. Abwasserentleerer, pragmatische Lösung. Nochmal, das war zu schnell. Also, da vorne ist ein Einfach ein Gummi. Gummi. Hinten ist noch einer, der zieht es zurück. Ziehe ich so hin. So, und da ist eine Spackschraube. Genau, da hänge ich es ein. Und dann fahre ich im Prinzip über die... Achso, du kannst es auch sehen, wo du hinfährst. Ja, das sehe ich ja im Spiegel. Ja, genau. Und dann fahre ich im Prinzip bei der Wohnmobilplätze an die Entleerstation. Und dann kann ich innen drin den Knopf drücken, dann geht eine Schredderpumpe an und pumpt alles raus. So, hier ist das Frischwasser. Genau. Du hast natürlich auch eine Entlüftung fürs Frischwasser, oder? Ja. Hier oben. Ach, da oben. So, da ist die Entlüftung. Das heißt, wenn du zu viel Gas gibst, läuft es oben raus. Genau. Cool. Ja, das ist, Also ich habe sowohl Abwasser eine Entlüftung als auch Frischwasser, weil ich eben ohne Chemie fahre und dann habe ich einen Gärungsprozess und den muss ich auf jeden Fall abführen. so, oben drauf die Solarplatten. Ja, ich muss weiter, aber geht doch auf womoladen.de und da bietest du diese Breakout-Boxen an, die Technik, Elektrik. Ja. Komplett, als Komplettset in einer extrem einfachen Version, dass ich nur stecken muss. So, ich habe auch kein Geld von dir bekommen. Wir haben das Bericht jetzt mal so erstellt, aber ich finde das tief beeindruckend, wie man mit 16.000 Euro, 500 Arbeitsstunden und einem Materialaufwand von 8.000 Euro, korrekt, sowas hinbasteln kann. Und du bist natürlich der Star auf Festivals, weil du hast ein festes Bett. Es kann Ein Kühlschrank mit kaltem Bier. ja. Du kannst auch viel Bier mitnehmen. Ist das in 3,5 Tonnen? Das ist 3,5 Tonnen. Was hast du denn Zuladung? Ich habe momentan Leergewicht beladen, ohne Wasser, ohne Menschen, bin ich bei 3,05 Tonnen. Wobei ich ihn jetzt im Herbst auflasten werde, weil wenn der neue Führerschein kommt. Die 425. Ja, genau. Dann werde ich auf 3,9 auflasten, weil momentan fahren Kinder auch mit dem. Ach, damit die den fahren können. Genau, ich darf ihn fahren, für mich ist das kein Problem, aber dort muss ich eben noch warten, bis die ihn fahren können. Und dann werde ich ihn auflasten, wobei es reicht, aber es ist halt immer knapp, weil im Boot kann ich noch 600 Kilo laden. Von dem her habe ich eigentlich keine Transportprobleme. Ach stimmt, du kannst das Zeug ja auch ins Boot legen. Genau, Ja. und das ist ein 1,3 Tonnen Hänger, das Boot ist ein Leichtbau, das wiegt nur 400 Kilo. Das Hast ist ein du reines Rennboot. genug Platz. Und hinten könntest du sogar noch einen Fahrradträger. Nee, geht nicht. Hatte ich schon dran. Hast du schon dran. Ich kann hier die Stange einfach ausfahren, aber ganz ehrlich gesagt, das mit dem Fahrrad klappt bei mir nicht so. So, da sind wir. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin, wie gesagt, ich kniee nieder vor deiner Ingenieurskunst. Hast du gut gemacht. Also mir gefällt ja sowas abartig gut, weil das hier zeigt eigentlich,
ich sag mal, dass es auch anders geht. Es muss nicht immer das Ding von der Stange sein und das hier hat doch was, oder? Genau. Und es erfüllt exakt meine Anforderungen. Ich habe auch schon Wohnmobile gemietet gehabt und nach einem Tag war der Strom leer, nach 2 Tagen hatte ich kein Wasser mehr. Und das hat mich einfach so gestört an den Mietfahrzeugen, dass ich gesagt habe, das muss ich anders machen. So, und hier vorne sind die schicken Schwimmwesten, falls mal irgendwas passiert. Ja, es geht jetzt Richtung Hamburg, Küste, oder? Jetzt fahre ich erstmal nach Hamburg. Dort kaufe ich mir ein neues Boot. Ach so, ist das schon da, das Boot? Ja, ist schon da. Ich mache Kaufverträge fertig. Und dann fahre ich weiter Wangerooge auf der Festlandseite. Und dann werde ich noch Festival. mit meinem Boot noch eine Abschiedstour drehen. Und dann gehe ich natürlich noch auf ein Festival am Samstag, Up and Air. Ist das Boot schon verkauft? Das verkaufe ich nicht mehr. Das mag keiner mehr. Das mag keiner mehr, okay. Da ist es. Ja, du kommst aus Heidelberg. Nee, der Heidelberg wird angemeldet. Man kann nur Heidelberg oder Konstanz anmelden. Es gibt nicht mehr Schifffahrtsämter. Sehr schön. Ist wieder was gelernt. Tschüss. Tschüss. Danke.